Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute aus Devon und zwar ganz genau aus der Nähe von Lyme Regis. Da bin ich heute Morgen schon früh hingefahren und jetzt für eine Nacht auf einem Campingplatz ganz in der Nähe. Und eigentlich wollte ich den Bus nehmen in die Stadt runter, aber die Dame auf dem Campingplatz meinte, dass der Weg zu laufen auch ganz schön ist. Deswegen bin ich jetzt also hier zu Fuß unterwegs. Und es ist Wahnsinn, hier wachsen Schmetterlingsflieder, Montbrezien, Minze, einfach wild als Hecke. Das ist total schön. Also der Weg macht wirklich Spaß. Und ich hoffe, dass ich in Lyme Regis, in der Hauptstadt der Fossilienjäger quasi, dann vielleicht auch tatsächlich einen eigenen Ammonitenfinder am Strand, den ich auch mitnehmen kann. Ansonsten will ich in Lyme Regis ins Museum gehen und über Mary Anning noch ein bisschen mehr lernen. Ja, und nehme euch jetzt mal mit. Hier sieht man jetzt mal ganz gut, worüber ich mich die ganze Zeit so aufgeregt habe beim Autofahren. Also die ganz typischen Landstraßen in England haben wirklich gar keinen Seitenstreifen. Da beginnt echt wenige Zentimeter neben der Fahrbahn die Hecke und die ist dann auch schon mal so 3 Meter hoch, sodass man jetzt, wenn eine Kurve kommt, nicht wirklich sehen kann, ob da noch einer von vorne kommt. Das ist ein bisschen anstrengend. Natürlich auch zum Wandern, aber zum Glück war die meiste Strecke des Weges entweder kleinere Feldwege oder halt richtige Wanderwege. Gerade im Sommer ist die Jurassic Coast natürlich total gut besucht und alle Leute sind irgendwie so ein bisschen im Fossilienfieber, was auch total nachzuvollziehen ist, weil man wirklich ganz schnell auch Ammoniten sieht. Das gleiche Problem allerdings wie in der Kimmeridge Bay auch schon. Alle, die ich gefunden habe, waren nur in so großen Felsen, die ich dann natürlich nicht mitnehmen konnte. Und weil das so ein bisschen deprimierend war, bin ich dann nach dem Strand mal wenigstens noch einmal in den Fossilien-Shop gegangen, um mir anzuschauen, wie es denn hätte aussehen können. Und bin da aber ganz nett ins Gespräch gekommen mit dem Besitzer. Hi there. Kate Winslet was in here for 3 months filming Ammonite. This is what the shop looks like in the movie. That's where my counter is at the moment. The cannon was taken away from outside. The stone wall in front of the iron railing. They didn't like the iron railing out there. They said that didn't look old enough. They made the white wall dirty with soil and hose pipes, and they paid the man £8,000. £8,000? They spent 10 million doing the film, and they were in here for 3 months. Weil ich fand, dass ein Film mit Kate Winslet über Mary Anning insgesamt richtig spannend klingt, habe ich mir den dann auch am gleichen Abend noch angeguckt, aber ehrlicherweise so richtig meins ist es nicht. Ich finde es ganz schön düster, man kriegt nicht so richtig viel mit über das Leben so wirklich von Mary Anning. Ja, aber wer Lust hat, guckt ihn euch mal an und dann entscheidet selbst.
Von Lyme Regis aus bin ich dann nach Exeter gefahren zu meinen ehemaligen Nachbarn Jane und Mac und habe mit denen gemeinsam beschlossen, dass ich den Bus vor Ort in eine Werkstatt bringe, weil ich nämlich schon seit Beginn der Reise Probleme mit den Bremsen habe und jetzt eigentlich wirklich nur darauf gewartet habe, dass ich den in eine Mercedes-LKW-Fachwerkstatt bringen kann, die es halt dort gibt und dann gleichzeitig noch ein paar Tage da lassen kann, während ich eben bei Jane und Mac wohnen kann. Ja, und zum Glück kann die Werkstatt den Bus auch wirklich zwischenschieben und sich den in den nächsten Tagen ansehen. Ich hoffe jetzt einfach mal aufs Beste und versuche in der Zwischenzeit so ein bisschen die Gegend zu erkunden und ja, mir nicht allzu viele Sorgen zu machen. Follow me out down to the bay. Forget all the worries when you're with me. Let every wave gently kiss away some of the hardness from those brief yet gloomy days. Wilderness, we give you our mess. We're so blessed to have you anchor our hearts and give us a fresh start. Wilderness, we've come for you. We'll misbehave, stay up till late, share our secrets as we let go. No more illusions, no more standing still. Our love fusion will never cease to thrill. Eine der Top-Sehenswürdigkeiten in Topsham ist das Bridge Inn. Und der Pub ist deshalb so besonders, weil er nachweislich schon seit fast 1000 Jahren besteht. Also schon 1086 wird er im Domesday Book erwähnt. Und als wäre das nicht genug, hat 1998 Queen Elizabeth das Bridge Inn besucht. Und zwar als ersten offiziellen Besuch in einem Pub überhaupt jemals. Und das ist schon ziemlich spektakulär. Like feathers in the wind, we dance along. No urge of acting strong. Wilderness, we give you our mess. We're so blessed to have you anchor our hearts and give us a fresh start. Wilderness, we've come for you. Wilderness, we give you our best. We're so blessed to have you. Jane und Mac haben mich in Exeter zum Afternoon Tea eingeladen ins Ivy und mir war davor überhaupt nicht klar, was das für eine Wahnsinnszeremonie ist. Also ich glaube, noch britischer geht's überhaupt gar nicht und lecker war es dann auch noch.
Als ich in Lyme Regis war, hat mir der freundliche Fossilienhändler erklärt, dass an dem Tag, an dem ich da war, die Chance darauf, Fossilien zu finden, ziemlich gering war, weil die Ebbe das Wasser einfach nur ganz wenig mit rausgenommen hat. Er meinte aber auch, dass nur 4 Tage später die Ebbe das Wasser so 100 Meter weiter mit rausnehmen würde und dann natürlich noch viel mehr von diesen kleinen Rockpools entstehen könnten und dass man dann eigentlich richtig gute Chancen haben sollte. Und weil ich so gerne ja noch einen Ammoniten finden will, fahren wir also heute tatsächlich nochmal nach Lyme Regis. Diesmal mit Jane, weil mein Bus ja immer noch in der Werkstatt ist. Und ich bin ganz gespannt, ob dann jetzt an dem ganzen Ebbe- und Flut- und Höhenunterschiedsdings auch wirklich was dran ist. Also was man macht ist, man sucht... Ich habe ein... Das ist ja ein Ding. Man sucht in diesen Rockpools. Also ich habe jetzt hier gewartet, bis ich runter konnte an den Strand gerade so. Und jetzt setzt hier die Ebbe ein. Also jetzt werden immer mehr von diesen kleinen Rockpools quasi freigelegt. Ich zeige euch das mal. Also das Wasser geht jetzt gerade raus. In 3 Stunden ist es am weitesten draußen. Und dann guckt man, ob man hier irgendwie hier zwischen noch was finden kann. Also das hier bis jetzt die vielversprechendste Stelle. Da suche ich jetzt mal einmal richtig. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch was wird. Also ich habe schon ein paar ganz nette Stücke gefunden, aber noch nicht so richtig die ich wollte. Aber wir sind echt massenhaft Leute unterwegs. Gleiche Ansicht, 2 Stunden später. Völlig verrückt, wie weit das Wasser rausgegangen ist. So weit. Und es sind wirklich richtig viele Leute am Strand und suchen nach Fossilien. Am Ende ist das jetzt hier so das Beste geworden, was ich gefunden habe. Das sieht jetzt noch nicht so richtig nach viel aus, aber ich kann das einmal ganz kurz noch drehen. Man sieht hier vielleicht so ein bisschen schon, da ist so ein kleiner Ammonit drin. Wenn man richtig hinguckt, dann sieht man da auch noch mehr vielleicht da oben. Und das ist jetzt ein Stückchen Pyrit, also Katzengold. Das soll man mit einer Metallbürste so weit, da sieht man auch vielleicht ein bisschen, so weit sauber machen können, dass man dann auch da noch mal mehr erkennt. Also das ist das Größte. Dann habe ich hier so Abdrücke von Ammoniten gefunden und einen Belemniten. Und also hier, das ist eine Muschel, eine versteinerte. So kann man vielleicht da ein bisschen auch erkennen. Und dann, also hier ist noch ganz viel Katzengold, also Pyrit, das fand ich einfach nur hübsch. Und dann habe ich ganz viele von diesen lustigen Pilzfossilien gefunden. Das sind natürlich jetzt keine Pilze. Falls irgendjemand weiß, was das ist, das würde mich total interessieren, wenn ihr das vielleicht mal in die Kommentare schreiben könnt. Also ich habe echt keine Ahnung, aber ich fand die ganz lustig und ich glaube, dass die auch aus Pyrit sind, also werde ich die auch gleich mal ein bisschen polieren. Genau, und so hätte es aussehen sollen. Also den habe ich dann gekauft. So, ist ganz klein, also mal so auf der Hand.
Aber so wäre jetzt ein Ammonit aus Pyrit, glänzen auch richtig, weil es ja Pyrit ist. Das wäre so der Traum gewesen. Genau, da ist nur noch so ein bisschen Fundzeugs. Also, das ist jetzt die Ausbeute. Ich habe den Bus jetzt wieder nach 4 Tagen in der Werkstatt und es gibt gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, dass die Mercedes-Fachwerkstatt, in der ich jetzt war, die Bremszylinder hinten, die beide getauscht werden mussten, auch wirklich tauschen konnten. Die schlechte Nachricht ist, dass der Bremsschuh, also mindestens einer hinten, auch gemacht werden muss. Und das Teil kriegen die aber hier nicht ran, also irgendwie in ganz England nicht. Also da muss ich dann nochmal irgendwie wann anders, in Frankreich vielleicht oder so, in eine Werkstatt fahren. Also ist noch nicht ganz fertig. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Cornwall und hatte eben direkt irgendwie frisch aus der Werkstatt raus das nächste Malheur. Es fing an zu regnen und mein Scheibenwischer ging nicht. Und ich dachte, oh, ist jetzt nicht wahr, ist nicht wahr. Und bin ich links rausgefahren auf in so eine Haltebucht und habe irgendwie hin und her überlegt und habe meine Betriebsanleitung gewälzt und habe da aber keine Hilfe so richtig gefunden. Und dann fiel mir ein, und jetzt Achtung, schöne Geschichte, am ersten Tag, als ich unterwegs war, also wirklich am ganz allerersten Tag, falls sich da noch irgendwer dran erinnert, das war der Tag, als mein Spiegel dann plötzlich nach einer halben Stunde angefangen hat zu wackeln. Also an diesem ganz allerersten Tag habe ich in diesem ganzen Chaos an einer Tankstelle einen Typen getroffen, der meinte, er hätte eine Dydo-Werkstatt und er würde den Bus ganz großartig finden und wenn mal irgendwas ist, dann soll ich mich melden. Und der hat mir einen Flyer mitgegeben. Und ich dachte, okay, nutzt ja nichts, ich kann hier bei Regen nicht fahren, irgendwie ohne Scheibenwischer. Also habe ich den angerufen. Schöne Grüße an Kurt an dieser Stelle. Kurt ist auch angegangen und dann habe ich zusammen mit Kurt am Telefon hingekriegt, diese Scheibenwischer hier wieder in Gang zu setzen. Wir haben erst mal geguckt nach der Sicherung, da wusste ich, wo die sind und ich habe dann auch die gefunden, die es gewesen wäre. Die sah aber eigentlich ganz gut aus. Und dann war vorne unter der Motorhaube der Stecker nicht drin für den Scheibenwischermotor. Wenn jetzt auch nur ein einziger Dydo-Neuling dieses Video hier guckt, ich blende jetzt gleich nochmal ein Bild ein, dass ihr wisst, was ich meine, habe ich diesen Stecker da wieder drauf gesteckt, dann war die Verbindung wieder hergestellt und zack, ging mein Scheibenwischer und ich war stolz wie Bolle. Also, ich fahre jetzt hier mal weiter in Cornwall in Richtung St. Ives. Nächste Woche gibt es dann also ein Cornwall-Video und an dieser Stelle jetzt erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn diese Woche ein bisschen anders war als geplant durch den Werkstattaufenthalt und wir sehen uns nächste Woche.